DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Im Osten Deutschlands sieht man am Rand der Städte ausgedehnte Neubauviertel, die offenbar auch heute noch gut vermietet sind. War das Wohnungsbauprogramm der DDR nicht ein großer Erfolg? Wer heute durch die Städte der ehemaligen DDR fährt, sieht früher oder später diese großen Neubaugebiete mit der sogenannten Platte. Das sind also industriell vorgefertigte Betonteile, die da zusammengesetzt wurden, deswegen der Name Platte. Und es fällt eben auch auf, dass diese Gebiete eigentlich ganz hübsch gemacht sind. Und da fragt man sich heute, war das nicht ein großer Erfolg, dieses Neubauprogramm? In den ersten beiden Jahrzehnten der DDR wurde natürlich auch gebaut. Da wurden die Ruinen wieder aufgebaut und es wurden auch Neubauten gebaut, aber eben viel, viel zu wenig. Die sehr, sehr drängende Wohnungsnot sollte als Übel sozusagen an der Wurzel gepackt werden. Erich Honecker verkündete damals, dass jeder DDR-Bürger eine Wohnung bekommen würde. Und man begann im großen Maßstab, diese Neubaugebiete aus dem Boden zu stampfen. Man spricht von etwa 1,5 Millionen neuer Wohnungen, die in diesen Jahren zwischen 1971 und 1989 erbaut wurden. Home sweet home. Und wer dann so eine Wohnung bekam, war in der Regel wirklich sehr, sehr glücklich. Allerdings nutzten manche die Chance, diese Wohnung einzutauschen. Ihr Ideal waren schöne Altbauwohnungen in Weißensee oder im Prenzlauer Berg vor allen Dingen, weil da gab es das alles, Restaurants und Kneipen und Geschäfte. Und das fehlte eben den Leuten so sehr in den Neubaugebieten. Sozusagen der schlechte Zustand des Wohnumfeldes, aber auch der Wohnung verstärkt sich von Jahr zu Jahr, weil diese Neubauwohnungen als sehr monoton empfunden wurden. Sowohl das Innere, was eigentlich nur genormte Möbel noch zuließ, vor allen Dingen aber das Äußere. In dieser Beziehung hat sich natürlich dann nach der Wende eine Menge getan. Da gab man sich denn schon Mühe, ein bisschen was zu machen in puncto Grünanlagen, in puncto Gastronomie, Telefonzellen, Post und so weiter und so weiter. Was mehr im Westen wahrgenommen wurde, auch im Westen gelobt wurde, war die sogenannte soziale Durchmischung. Dass es in der DDR eben selbstverständlich war, dass in einem Aufgang ein Professor wohnte und ein Arbeiter und ein Rentner und eine alleinstehende Mutti mit Kindern oder was auch immer. Weil die Wohnungen wurden eben einfach zentral vergeben, dass da Leute ganz unterschiedlichen sozialen Niveaus oder unterschiedlicher sozialer Herkunft zusammenlebten und ein Wohnkollektiv bildeten, war den Leuten damals auch gar nicht so bewusst, dass es was Besonderes ist. Aber heute sind die Neubaugebiete, sofern sie nicht abgerissen wurden, sehr gut vermietet, einfach weil sie saniert wurden und Grünanlagen gebaut wurden und die Bäume und Sträucher eben auch 30 oder 40 Jahre Zeit hatten zu wachsen. Aber das ist jetzt vielleicht auch zu viel erzählt noch. Das können wir wegschneiden wieder. Vielleicht kann man auch sagen, dass man in den Gebieten vielleicht die Platte vermisst? Nee. Das glaube ich nicht. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.